Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 9 2026. Und das hier ist meine 36. PC Games, die ich jemals gekauft habe. Die Ausgabe 9 1996. 30 Jahre dazwischen. Da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Zum Covermotiv muss ich wahrscheinlich gar nicht viel sagen. Guckt euch das an. Lands of Lore 2 groß vorne drauf. Aber es ist gar nicht der Testbericht drin, sondern nur die Vorschau. Ein ziemlich großer Vorschauartikel. Dafür ist Quake drin. Quake ist Spiel des Monats, der Shooter-Hit aus dem Hause id Software. Und komisch, dass sie davon kein Covermotiv genommen haben. Keine Ahnung warum. Wir werden es gleich erfahren. Wir schauen mal zusammen rein. Und kaum schlägt man das Heft auf, kommt einem auf einer doppelseitigen Werbung das hier entgegen. Quake is for everyone, das spannende Gesellschaftsspiel für die ganze Familie. Guckt euch an, wie sie da stehen mit ihren Strickpullis mit dem Quake-Logo drauf. Und die Mutter streichelt noch ganz zärtlich die Haare ihres Sohnes, der gerade glücklich und zufrieden Monster über den Haufen ballert. Ja, so haben wir das gerne. Mama, Papa, diesen Teil meiner Kindheit habt ihr mir eindeutig vorenthalten. Ich saß nie glücklich vor Quake. Wobei, wir hatten es in den Kanalgedanken. Guckt hier nochmal das Foto. Ich saß auch glücklich vor dem Computer, aber nie die ganze Familie. War das eigentlich bevor oder nachdem Quake indiziert wurde? Hier im News-Teil ist mir eine Meldung aufgefallen. Hier, guck mal, Wing Commander News. Und zwar Wing Commander Academy, die Zeichentrickserie wird da beworben. Das gab es tatsächlich, musste ich nochmal nachschauen, ist mir völlig entgangen. Gab es wohl wirklich, aber nur eine Staffel, war nicht besonders erfolgreich. Und ich kann auch nicht sagen, ob das jemals bei uns lief. Müsste ich mal recherchieren. Hat's einer von euch gesehen, jemals in Deutschland Wing Commander, die Zeichentrickserie? Oder gab es sie tatsächlich nur in den USA? Dann wird noch gesprochen über Wing Commander 5, das komplett neu entwickelt wird. Also Wing Commander 5 für mich tatsächlich eine der, ich mag es eigentlich ganz gern, aber es ging natürlich in eine ganz andere Richtung. Aber ja, Wing Commander war definitiv noch nicht zu Ende, aber die Zeichentrickserie, die lief nicht sehr lang. Dann hier ebenfalls ein kurzer Newsartikel zu Schleichfahrt. Schleichfahrt kommt demnächst raus. Hier nochmal eine kleine Vorschau direkt neben der Werbung vor Normality, was ja auch viele von euch geschrieben haben, war ein richtig gutes Spiel, ein richtig spaßiges 3D-Adventure, sehr ungewöhnlich, aber auf jeden Fall einen Blick wert. Und Schleichfahrt, das ist auch so eine Sache. Ja, Schleichfahrt liebe ich tatsächlich, habe ich extrem viel gespielt. Da ist hier die Schachtel von Schleichfahrt. Tolles Spiel, tolle Packung. Tolles Spielerlebnis und bestimmt auch mal wieder einen Blick wert. Da ist auch schon der große Vorschauartikel zu Lands of Lore 2. Wir haben es ja schon gespielt zusammen. Ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich fand es damals den absoluten Oberhammer. Mich hat es so überrascht, diese Grafik. Ich war ein Fan von Rollenspielen und dann das hier zu sehen, zum ersten Mal in Bewegung auf irgendeiner Demo-Diskette oder Demo-CD, besser gesagt, das war schon sehr beeindruckend. Und hier ein großer Vorschauartikel, und Vorschauartikel waren ja sowieso was man verschlungen hat. Gerade wenn man auf ein Spiel gewartet hat, dann war man begierig drauf, so viel Material wie möglich über das Spiel sammeln zu können, immer wieder Screenshots zu sehen, auch andere Screenshots zu sehen. Ne? Die Magazine hatten da ja durchaus unterschiedliche Screenshots. Das heißt, man hat manchmal erst im Lesen mehrere Magazine wirklich alles über das Spiel erfahren können. Und ja, Lands of Lore 2, auf das habe ich mich damals extrem gefreut. Auch wenn mein Rechner echt ins Schwitzen kam, aber ich fand es wahnsinnig beeindruckend. Und ich fand es auch im Replay immer noch extrem beeindruckend. Ich verlinke euch das Video nochmal unten in der Videobeschreibung. Vielleicht habt ihr ja Lust reinzugucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das war's hier. Lands of Lore 2. Da ist es. Das haben wir gespielt. Tolles Spiel. Und es ist tatsächlich immer noch ein tolles Spiel. Ein weiterer Vorschauartikel zu Command & Conquer Red Alert, Alarmstufe Rot. Ebenfalls ein hochkaräter AAA-Titel aus dem Hause Westwood. Wow, eben kein Nachfolger zu Command & Conquer. Nee, Tiberian Sun kam ja dann als nächstes. Das war dann wirklich der Nachfolger zum ersten Command & Conquer. Das hier im Grunde ja eher so ein Prequel. Und Alarmstufe Rot, an das erinnere ich mich auch noch sehr gut. Es war, wow, dieser Soundtrack, erinnert ihr euch? Diesen treibenden, marschierenden Soundtrack. Richtig grandios, also tolles Spiel. Hat sogar mir extrem viel Spaß gemacht. Obwohl, ich sag's ja immer wieder, ich eben kein guter Stratege war, aber irgendwie mit der Command & Conquer-Reihe konnte ich
zumindest eine Zeit lang sehr, sehr viel Spaß haben. Irgendwann später wurden die Spiele dann doch auch für mich zu groß und vor allem als Multiplayer kam und ich gegen echte menschliche Gegner antreten musste, da war dann wirklich die Luft raus und ich einfach gnadenlos überfordert. Die Preview-Sektion dieser Ausgabe ist mal wieder grandvoll gefüllt mit grandiosen Titeln. Hier schon der nächste. Toonstruck, das Adventure schlechthin, der sich interessanterweise damals fast komplett hab links liegen lassen und ich weiß gar nicht warum. Hier mit Christopher Lloyd, den ich ja wirklich verehrt habe, auch dank der Zurück in die Zukunft Filme. Ja, keine Ahnung, was mich da geritten hat, Toonstruck wirklich so lange zu ignorieren. Ich habe es ein bisschen gespielt und dann irgendwie nicht mehr erst später und aber auch nie durchgespielt. Aber das hole ich auf jeden Fall noch nach. Guckt euch diese Screenshots an. Ein Traum von Adventure. Und ich mag das total. Und ich finde gerade diesen Stil dieses Adventures oder dieser Art Spiele, das ist so extrem zeitlos. Es hat damals gut funktioniert und funktioniert heute immer noch. Einfach weil es ja grandiose Spiele sind, waren und vielleicht auch immer sein werden. Also Toonstruck wirklich genial, tolles Adventure. Da freue ich mich ebenfalls auf den Testbericht. Komischerweise als Adventure-Fan habe ich auch die Discworld-Spiele vergleichsweise stiefmütterlich behandelt, außer Demo nix gespielt. Komisch. Weiß ich nicht mehr warum, aber könnte daran liegen, ich habe die Scheibenwelt-Romane erst später angefangen. Die hatte ein Kumpel von mir, mit dem wir Pen-and-Paper-Rollenspiele gemacht haben, hat die mir auch ausgeliehen, aber das war erst später. Das heißt, die Scheibenwelt-Romane habe ich erst viel, viel später gelesen. Deshalb war zu dem Zeitpunkt für mich Discworld, Scheibenwelt einfach noch kein Thema und dementsprechend konnte ich auch mit dem Spiel wahrscheinlich einfach nicht so extrem viel anfangen, weil ich glaube, es ist einfach viel, viel spaßiger, wenn man die Bücher kennt. Syndicate Wars ist ja auch so ein genialer Nachfolger, den ich aber auch erst später zu schätzen gelernt habe. Es lief bei mir damals nicht so wirklich gut und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war irgendwie vom Teil 1 mit der Isometriegrafik, ich war von dem mehr beeindruckt. Ich mochte diese 3D-Darstellung, die war zwar drehbar und zoombar, das war alles toll, es war auch super umgesetzt, aber ich mochte die Isometriegrafik vom ersten Teil irgendwie mehr. Einfach der Stil hat mir mehr gefallen, aber trotzdem Syndicate Wars 'n tolles Spiel, auf jeden Fall, keine Frage. Aber ja, ich mochte Teil 1 mehr. Und da ist er, der Testbericht. Spiel des Monats Quake von id Software. Wow, was für ein Titel. Was für eine grafische Revolution. Andere haben noch mit Sprites rumgemacht, mit 2D-animierten Figuren. Quake war komplett in 3D. Das war schon richtig beeindruckend. Das war einfach ein Meilenstein. Das war ja auch der Grundstein dann für die vielen, vielen Spiele, die auf der Quake Engine irgendwann basierten. Ne? Am Anfang waren es nur Spiele, später wurden es dann wirklich die Engines, die auch unter anderen Spielen als Gerüst fungiert haben. Da hat es irgendwie für mich so wirklich begonnen. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, mir persönlich hat Quake am Anfang gar nicht so extrem gefallen, weil es war zwar alles 3D, das war sehr beeindruckend, das war auch sehr toll, aber es war eben alles 3D und gerade die Figuren, die mochte ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also, ich konnte mit den Bitmap-Grafiken aus anderen Spielen, wie jetzt Duke Nukem zum Beispiel, echt mehr anfangen. Für mich war das völlig okay, dass es Sprites sind, die animiert sind. Irgendwie mochte ich diesen Stil am Anfang mehr. Mir war Quake ehrlich gesagt ein bisschen zu trist. Ihr könnt mich jetzt steinigen, könnt mich schlagen. Schreibt mir doch was in die Kommentare, was ihr davon haltet, aber es war wirklich so. Also, es war schon beeindruckend, aber mich hat's am Anfang echt nicht so extrem umgehauen. Das kam bei mir erst später. Die Faszination Quake kam bei mir erst später. Für Teil 1, so einigermaßen, aber gerade dann später wurde es immer, immer extremer. Und dann kam ja auch der Multiplayer-Part. Und als das dazu kam, da wurde Quake für mich extrem interessant. Ich erinnere mich an unzählige Abende Quake 3 Arena. Da ging es so richtig bei mir ab. Aber Quake 1, naja. Ich möchte jetzt aber auch nicht schlecht reden, versteht mich bitte nicht falsch, um Gottes Willen, nein. Also Quake war schon ein Meilenstein, aber man hatte eben damals so seine, wie soll ich sagen, es war nicht immer nur die Grafik allein. Grafik war schon beeindruckend, aber es musste eben alles zusammenpassen. Setting, außenrum, Story, wie konnte man sich reinfühlen und. Also die Grafik war schon wichtig.
gerade wenn man beeindruckt war und auch Freunde beeindrucken wollte. Aber Grafik war trotzdem auch damals schon nicht alles. Und aus diesem Grund konnte eben Quake damals mein Herz nicht vollends erobern. Es war einfach nicht ganz meins. Kann es euch auch nicht mehr erklären. Aber ja, irgendwie haben mich andere Shooter mehr gepackt. Egal. Am Status von Quake als Urvater rüttelt wohl niemand. Ja, das, was Doom begonnen hat, hat Quake weitergeführt und es führte zu vielen, vielen spaßigen Runden und auf dem PC und mit vielen spaßigen 3D-Shootern. Also ja, der Urvater bleibt's allemal. Adeline Software konnte mit Little Big Adventure mein Herz definitiv erobern. Das habe ich extrem gerne gespielt. Fand ich wahnsinnig spaßig. Da sind wir wieder bei, ne? Es muss einen einfach packen. Time Commando, komischerweise, konnte mich überhaupt nicht packen. Gleiches Software-Schmiede, viele Innovationen. Eigentlich war es grafisch sehr beeindruckend. Es war toll aufgemacht. Es waren vorberechnete Hintergründe, die sich dann auch bewegt haben und die Spielfigur hat sich über diese Hintergründe hinweg bewegt. Also so ein bisschen Resident Evil-Style oder Alone in the Dark, nur in deutlich beeindruckender. Das war schon richtig cool, aber es konnte mich gar nicht packen. Also Time Commando habe ich kaum gespielt, einfach nur mal angeschaut und dann wirklich links liegen lassen. Und man sieht ja an den Screenshots hier, sehr abwechslungsreich, sehr toll aufbereitet. Ich erinnere mich auch an die Zwischensequenzen, an das Sounddesign. Also das war schon alles irgendwie ganz, ganz cool gemacht. Aber wie gesagt, meins war's nicht. Habt ihr es gespielt? Erzählt mal, Time Commando. Kann sich jemand daran erinnern? Wie war's denn? Würde mich echt interessieren. Es hat auch von der PC Games 88% Spielspaß bekommen, also beileibe kein schlechter Spieletest. Aber wie gesagt, meins war es nicht, es hat mich nicht gepackt. Und wir waren hier in Mitte 96er wirklich schon an dem Punkt angelangt, wo es einfach unfassbar viele gute Spiele gab. Man musste sieben, man musste aussuchen. Und, das muss ich auch sagen, wenn ich was spielen wollte, dann musste es mich so beeindrucken, dass ich auch wirklich dann die Lust hatte, es durchzuspielen. Das war damals für mich ganz wichtig, dass ich mit dem Spiel, das ich mir dann auch wirklich kaufe, extrem viel Spaß habe. Das heißt, wenn mich eine Demo oder so irgendwas nicht komplett überzeugt hat, habe ich es einfach nicht gekauft oder mir auch anderweitig besorgt, ausgeliehen oder was auch immer. Manch ausgefallene Spieleperle ist an mir vorbeigehuscht. Ich wette aber, das hier, das kennen von euch nicht ganz so viele. Mortimer and the Riddle of the Medallion. Ein, sagen wir mal, Rebel Assault Clone. Also LucasArts hat ein Spiel rausgebracht, bei dem man mit einer Schnecke durch die Landschaft geflogen ist und dabei Ziele behagt hat und zwischendurch Rätsel lösen musste. Ja, klingt komisch, ist es auch. Und dieses Viech, diese Schnecke hat auch noch gesungen. Die Demo habe ich damals gespielt. Es hat mich natürlich dann doch nicht ganz so fasziniert, weil es war halt wirklich ein Spiel fürs jüngere Publikum, aber irgendwie, ja, diese Melodie spukt mir noch heute im Kopf rum. Hört mal. Hear the call of the savannah. Hoots House Girls. Es ist furchtbar, wenn man so einen Ohrwurm hat und den 30 Jahre später immer noch hört. Das ist wirkliche Qual. Und wisst ihr was? Ich glaube, das muss ich mal irgendwann noch Probe spielen. Afterlife haben wir schon ein paar Mal gehört in Vorschauartikeln und in den Charts und tatsächlich kenne ich das überhaupt nicht. Ist zwar von LucasArts, aber das war überhaupt nicht mein Beuteschema. Strategiespiele, schwierig und dann sowas, eine SimCity 2000 habe ich gern gespielt, das war irgendwie einzigartig, aber damit hat sich's dann auch gehabt. Sowas war für mich einfach gar nichts. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir die Screenshots anschaue, haut's mich immer noch nicht vom Hocker. Es sieht ein bisschen aus wie SimCity für wow, was für Farben. Guckt euch das an. Afterlife, hat es jemand von euch gespielt? Und kann darüber berichten, positiv oder negativ? Die PC Games, besonders Petra Mauereder, war damals nicht sonderlich begeistert. Ja, grundsätzlich gute Idee, witzig gemacht, witzige Gebäudetypen, aber sehr ermüdendes Gameplay und wohl auch wirklich nicht gut geeignet für Einsteiger. Also alles in allem zwar ein betrachtenswertes, aber kein Must-Have-Spiel. Sie haben sich immerhin die Mühe gemacht, hier einen großen Sonderkasten wieder zu machen mit den
mit den Specs and Tags. Also auch hier hat sich die PC Games immer mal wieder die Mühe gemacht, alles zu analysieren, zu zeigen, wie sieht's aus in den verschiedenen Auflösungen und. Das ist ja aller Ehren wert, aber insgesamt waren es dann halt doch nur 68% Spielspaßwertung, also wirklich nicht der Brüller. Afterlife von LucasArts. Und natürlich schauen wir auch wieder auf die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi Rossiert. Und wer mein letztes Video gesehen hat, da kam in einem Leserbrief das Wort Redaktionsschnecke vor. Und ich habe mich noch gewundert oder amüsiert über dieses Wort und dachte, ho, 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 ho. Und prompt kam die Zuschrift einer weiblichen Leserin und das will ich euch nicht vorenthalten, weil nicht nur Rainer Rossiert antwortet darauf, sondern auch Petra Mauerröder meldet sich höchstpersönlich zu Wort. Er ist ein bisschen länger, nehmt euch einen Kaffee. Mehr Frauenfragen. Rainer Rossiert, Sie verdienen nun wirklich etwas weibliche Post. Wenn Sie keine Kritik vertragen können, dann schmeißen Sie diesen Brief gleich jetzt in den Abfalleimer. Sie sind ein altmodischer Macho von der Sorte, die in unserem Zeitalter der Gleichberechtigung endgültig ausgerottet werden sollte. Ihre Antwort auf einen Leserbrief 896, in dem ein Junge sagt, er wolle kein Poster von Petra Mauerröder, sondern lieber Baywatch-Nixe Pamela Anderson, hat mich wirklich sehr empört. Sie antworten ihm, das sei auch der Wunsch der Redaktion, aber da ihr die Anderson nun einmal nicht kriegen konntet, musstet ihr euch mit der Redaktionsschnecke Petra zufrieden geben. Was erlauben Sie sich eigentlich, Ihre Kollegin Redaktionsschnecke zu nennen? Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit dieser Bezeichnung alle normalsterblichen Frauen, die sich einem Mann zuliebe nun einmal nicht gleich Silikonformen verpassen lassen wollen, höchst beleidigen? Ist Ihnen bewusst, dass Sie damit den Wert der Frau auf ein Objekt rein optischen Wertes herabsetzen? Und sind Sie denn so feige, dass Sie hinterrücks mit anderen männlichen Lesern, die ihren Frauenfrust bei Beichtvater Rossiert loswerden müssen, über Ihre Kollegin herziehen müssen? Wie sieht es eigentlich mit Solidarität in Ihrer Redaktion aus? Man sollte meinen, Sie verbünden sich eher mit einer Arbeitskollegin als mit anonymen Schreibern. Aber da Sie das nicht tun, bestätigt sich meine Meinung von Ihnen, nämlich, dass Sie ein Macho sind, der es nicht akzeptieren kann, dass eine Frau im sonst exklusiven redaktionellen Männerclub eines PC-Magazins sitzt und außerdem noch überaus kompetente Spielebewertungen schreibt. Diesen Brief brauchen Sie nicht abzudrucken, es reicht mir schon, wenn Sie ihn mehrmals durchlesen, ernsthaft darüber nachdenken, sich bei Frau Mauerröder sich bei Petra Mauerröder entschuldigen und sich fest vornehmen, sich zu bessern. Mara. Und nun kommt die Antwort von Petra Mauerröder höchst selbst. Liebe Mara, vielen Dank für die netten Zeilen und den liebgemeinten Beistand, aber ich kann Sie beruhigen, nach fast 4 Jahren Zugehörigkeit zum PC Games Team weiß man die Sprüche, dazu gehören seit neuestem auch solch illustre Termini wie Redaktionsschnecke, ganz gut einzuschätzen. In unserer Redaktion herrscht ein äußerst angenehmes Arbeitsklima mit einem regelrechten Macho-Emanzen-Vakuum. Selbst zwischen dem von Ihnen, zu Unrecht gescholtenen Rainer Rossiert und mir, werden ausgesprochen herzliche Kontakte gepflegt. Gut, er hat seine kleinen Marotten, sammelt Bildschirmschoner, hat eine rätselhafte Abneigung gegen Z, kann aus dem Stegreif stundenlang über die Vorzüge des Petra-Posters referieren und so weiter. Aber all das macht ihn nur noch sympathischer. Die geforderte Entschuldigung dürfte sich also erübrigen, Ihre Petra Mauerröder. Und auch der Rainer Rossiert hat natürlich geantwortet. Liebe Mara, da es sinnvoll ist, kommt der Kommentar diesmal nicht nur von mir, sondern auch von der Person, die es betrifft, unserem Redaktionsgeschneck. Petra. Nicht, dass ich Ihnen etwas unterstellen will, aber Ihr Schreiben kommt mir doch etwas so vor, als ob man sich seine Lieblingsprobleme selbst schafft. Dass ich Petra im selben Heft als Kollegin, die wir wegen ihrer fachlichen Kompetenz schätzen, bezeichnet habe, vergessen Sie merkwürdigerweise zu zitieren. Und dass Petra lieber Harrison Ford als Kollegen hätte, sich aber mit mir begnügen muss, tut unserem freundschaftlichen Arbeitsverhältnis ebenfalls keinen Abbruch. Auch den Tatbestand der Beleidigung sehe ich durch die Bezeichnung Redaktionsschnecke nicht erfüllt. Ist es beleidigend für Petra, sie hübsch zu finden? Und die Behauptung, dass wir sie auf ihr Aussehen reduzieren würden, entbehrt jeder Grundlage. Im Übrigen kann ich es sogar sehr gut ertragen, dass eine Frau in unserem Männerclub arbeitet. Sie leistet ganze Arbeit und wird auch so behandelt, obwohl wir bemerkt haben, dass sie eine Frau ist. Falls Sie einen persönlichen Rat von mir möchten, was ich mir zwar nicht vorstellen, aber auch nicht verkneifen kann, nicht alles so verbissen sehen. Rainer Rossiert.
Ja, wunderschön. Die Themen von damals sind die Themen von heute. Auch das wäre heute immer noch ein passendes Thema. Und ganz ehrlich, ich will es gar nicht beurteilen, ich will es gar nicht auf die Goldwaage legen. Ich finde es einfach nur schön, wie Rainer und Petra reagiert haben. Sie haben es nicht abgetan, sie haben es nicht übergangen, sie haben es einfach beantwortet und ich finde, sie haben es auf eine sehr, sehr charmante Art einfach, ja, beantwortet. So wie Rainer war und ich muss auch sagen, auch ich sage Petra Mauerröder, mittlerweile Petra Fröhlich, hat einfach wahnsinnig gut geschrieben und ich finde, das merkt man in den beiden Leserbriefen. Ja, es ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass die Leserbriefseiten einfach das Genialste an der PC Games waren. Wie immer ein Blick auf die Spielecharts Karstadt und Joysoft im CD-ROM-Bereich. Was haben wir da? Die Siedler 2 auf Platz 1. Wow, gut. Civilization 2. Wow, gut. F1 Manager 96. Command & Conquer. World of Combat. Okay. Conquest of the New World. Megapack 5. Warcraft 2. Hugo 3. Oh, Hugo ist nicht tot zu kriegen. Die Fugger 2. Silent Hunter. Flight Simulator 5.1. Die Blue Byte Collection. Das Rätsel des Master Lu, also The Riddle of Master Lu. Win Skat, okay. Pole Position, Wing Commander 4, immer noch dabei. AH-64D Longbow, Shannara und Ripper auf Platz 20. Und bei Joysoft sieht es so aus: Warcraft 2 Expansion Set ist auf Platz 1, AH-64D Longbow, die Siedler 2 Elisabeth 1, indiziert von indiziert. Ist das schon Quake? Keine Ahnung. Civilization 2, Command & Conquer, Editor 2. Was? Command & Conquer, Editor 2? Okay. FIFA sogar 96, F1 Manager 96, Warcraft 2, Command & Conquer, der Ausnahmezustand, ja, sag mal. Afterlife, Riddle of Master Lu, The Tick, Conquest of the New World, Space Hulk 2, Urban Runner, Silent, was? Hunter? Soll wohl Silent Hunter heißen und die Fugger 2 auf Platz 20. Sensationelle Spielecharts. Was wohl indiziert ist. Wenn ihr in einem der Digitalarchive kramt, dann holt euch mal die PC Games 996 hervor und lest das Interview mit Warren Spector. Wirklich sehr, sehr lesenswert. Der ist ja damals von Origin weg. Von Origin weg und dann hat er bei Looking Glass angefangen und eines der wohl wichtigsten Spiele, die er dort beeinflusst hat, war mit Sicherheit Deus Ex. Oh Mann, Deus Ex war eine Granate. Was habe ich das gespielt? Was hat mich das mitgenommen und abgeholt? Also wirklich klasse. Und auch das Interview hier wirklich toll. Ich kann es euch nicht alles einblenden. Also wie gesagt, es gibt ja Digitalarchive mit PDF-Versionen von der PC Games. Das solltet ihr euch unbedingt mal durchlesen. Sehr, sehr interessant. Ja, also gerade rückblickend, wenn man so seine Spielemacher, Helden nochmal sieht und sieht, was sie damals so von sich gegeben haben, worüber sie gesprochen haben, was dann auch im Nachhinein wirklich draus wurde, ne, von ihren Plänen und so. Also das finde ich extrem interessant, extrem spaßig. Toller Blick zurück, das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzulesen. Cyberboy im Rausch der Tiefe, mal wieder ein Beispiel für Hardware, die exotisch anmutet aus heutiger Sicht. Hier eine Shutterbrille für ein 3D-Erlebnis. Und ganz ehrlich, die ersten Shutterbrillen, die ich ausprobieren konnte, es war nicht bei mir, weil mein Rechner hat es nicht hergegeben, da musste man wirklich eine gute Maschine haben, aber Shutterbrillen, das ging bei mir gar nicht. Mich hat das Flimmern extrem gestört. Ich kam nicht auf einen sauberen, echten, guten 3D-Eindruck damals. Mich hat es überhaupt nicht beeindruckt. Also ja, für mich war das Thema Real 3D damit durch und ehrlich gesagt habe ich es auch nie wieder angefasst, bis dann erst später die Oculus kam. Damit war es dann für mich auch überzeugend, aber hier bei diesen Dingern, nee, eher nicht. An die Funsoft Classics erinnere ich mich sehr, sehr gut. Auch ich habe hier auf diese Weise etliche Spiele in meine Sammlung holen können, ohne Unsummen an D-Mark dafür auszugeben. Das war natürlich mit einem Taschengeld nicht zu verachten, ne? Man konnte sich eben nicht alles kaufen und man konnte sich ja auch nicht alles auf anderen Wegen beschaffen. Insofern war man natürlich über solche günstigen Angebote wirklich glücklich und an die Funsoft Editions von diesen Spielen erinnere ich mich sehr, sehr gut. Es waren schöne, schöne Big Boxen zu kleinem Preis.
Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit Privateer The Darkening. Cooles Spiel, absolut. Syndicate Wars und Gene Wars im Test auf der CD-ROM zu Besuch bei Westwood. Das sind natürlich tolle Multimedia-Eindrücke von, ja, ganz vielen Spielen. Z Olympic Games, Time Commander und Ultimate Mix ebenfalls dabei. Also wieder einiges geboten. Da haben wir sie schon, die Ausgabe 1096 und schaut mal, damals habe ich mir zum ersten Mal die Plus-Version gekauft, weil ich so heiß war auf die Vollversion auf der Disc Slipstream 5000, aber auch ansonsten ein ganz tolles Heft, Star Trek Generations und eine Menge Spieletests, also wieder eine grandiose Ausgabe und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn auch ihr wieder mit mir in dieses Heft reinschaut. Und bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.